Zeitgeschichte der oberen Stadt vom Hörensagen, sowie mit einigen eingeblendete historische Fotos von damals aus den 1930er Jahren. Hier sehen wir meine Großeltern, die Angermanns. Wo wir angefangen haben zu laufen, wo jetzt Roberts ist, war früher ein Eisenwarengeschäft. In der oberen Stadt Nummer 17, wo jetzt die Kneipe Casablanca ist, da kommen wir gleich vorbei, war vor 60, 70 Jahren ein Friseurgeschäft, was meinen Großeltern gehörten. Das waren noch Zeiten. Es gab zwar fließend Wasser, aber um auf die Toilette zu gehen, musste man auf den Hof, wo ein Plumpsklosett war. Und im Winter musste man sich in der Eiskälte dorthin begeben. Die Schlafgemächer waren im 2. Stock. Da hatte man keine Zeit, wenn man Wasser lassen musste, runter auf den Hof zu laufen. Also musste ein Eimer herhalten, um seine Notdurft zu erledigen. Hier die obere Stadt Nummer 10. Dort wohnten meine Großeltern, nachdem sie das Friseurgeschäft aufgaben. Und gegenüber dem Friseurgeschäft auf der anderen Straßenseite war die Bäckerei Herold gewesen. Wenn diese das Brot gebacken hatten, ließen diese die Brote im Treppenhaus auskühlen. Heute ist dies unvorstellbar. Denn es waren ja auch Mücken und andere Ungeziefer etc. etc. Und heute? Hier das Friseurgeschäft Hans Angermann in der oberen Stadt. Mein Großvater und meine Mutter in den 1930er Jahren in der Mitte. Meine Mutter in den 40er Jahren. Und meine Mutter im Jahre 1928 im Kinderwagen mit ihrer Großmutter. Später machen wir noch einen Schwenk zur Petrikirche. Hier hatte meine Mutter ihre Konfirmation. Dies war im Jahre 1942. Jetzt überqueren wir die Straßenseite. Da sehen wir nochmal, wo früher das Friseurgeschäft war. Die Hausnummer 17. So, und jetzt unternehmen wir einen Schwenk zur Petrikirche.
Die evangelische lutherische Petrikirche ist vermutlich die älteste Kirche von Kulmbach in Oberfranken. Es handelt sich um eine gotische, dreischiffige Kirche am Burgberg der Plassenburg. Am 31. Januar 1430 brach der Hussitensturm über die Stadt herein und die Kirche wurde mitsamt der Stadt zerstört. Am 8. Juni 1439 wurde der Wiederaufbau begonnen. So, jetzt wechseln wir wieder die Straßenseite. Die Treppen hinauf. Im Bundesstädtischen Krieg wurde die Kirche bei der Belagerung 1553 abermals zerstört. Du weißt gar nicht, was man denn auch für Qualitäten hat. Hier ein Foto von meiner Mutter aus dem Jahre 1942 bei ihrer Konfirmation. Und so langsam kommen wir zum Ende des Laufes. Ich hoffe, dieses Video hat euch wieder gefallen und ihr schaltet wieder meinen Kanal ein. Also Servus, bis demnächst auf meinem Kanal.